Wenn man traurig ist, fühlt sich alles schwerer an. Man hat weniger Energie, weniger Motivation und manchmal möchte man einfach nur allein sein. Traurigkeit ist ein Gefühl, das jeder Mensch kennt und es ist ganz normal, sich manchmal so zu fühlen. Doch was kann man tun, wenn man traurig ist? Welche kleinen Schritte helfen, sich besser zu fühlen? In Deutschland ist es nicht sehr üblich, offen über Traurigkeit zu sprechen. Viele Menschen behalten ihre Gefühle für sich, besonders im Alltag oder auf der Arbeit. Es ist oft schwer, jemandem zu sagen, ich bin heute nicht gut drauf. Trotzdem gibt es Wege, mit der eigenen Traurigkeit umzugehen, auch wenn man nicht sofort mit anderen darüber sprechen möchte. Ein erster Schritt ist es, sich selbst Zeit zu geben. Es ist okay, traurig zu sein. Man muss sich nicht sofort besser fühlen. In vielen Kulturen, auch in Deutschland, wird oft erwartet, dass man immer funktioniert. Doch Gefühle lassen sich nicht einfach abschalten. Wer sich erlaubt, traurig zu sein, kann den eigenen Zustand besser verstehen. Viele Menschen in Deutschland gehen spazieren, wenn sie traurig sind. Ein Spaziergang im Park oder im Wald hilft, den Kopf frei zu bekommen. Die frische Luft, das Licht, das Grün der Bäume, all das wirkt beruhigend. Manche hören dabei Musik oder einen Podcast, andere wollen lieber die Stille genießen. Wichtig ist, dass man sich bewegt, denn Bewegung hilft, Stress abzubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Alltag. Wenn man traurig ist, fällt es schwer, alltägliche Dinge zu erledigen. Aber genau diese kleinen Aufgaben, wie Aufräumen, Kochen oder Einkaufen, geben Struktur. In Deutschland legen viele Menschen Wert auf eine gewisse Ordnung im Alltag. Diese Struktur kann Halt geben, besonders in schwierigen Zeiten. Auch Rituale können helfen. Manche Menschen machen sich morgens eine Tasse Tee, andere zünden eine Kerze an oder schreiben Tagebuch. Solche Rituale schaffen Momente der Ruhe. Besonders das Schreiben kann sehr nützlich sein. Es hilft, Gedanken zu ordnen und Gefühle auszudrücken. In vielen deutschen Haushalten gibt es kleine Notizbücher oder Journale, in denen man Gedanken und Erlebnisse festhalten kann. Wenn man traurig ist, zieht man sich oft zurück. Das ist verständlich. Aber soziale Kontakte sind wichtig. Man muss nicht sofort über alles reden. Schon ein kurzes Gespräch mit einer Freundin oder einem Kollegen kann helfen. In Deutschland ist Smalltalk nicht so verbreitet wie in anderen Ländern. Trotzdem gibt es oft Situationen, in denen ein einfaches „Wie geht's?" mehr bedeutet, als man denkt. Manche Menschen holen sich Hilfe. In Deutschland gibt es viele Beratungsstellen und psychologische Angebote, auch anonym und kostenlos. Besonders in größeren Städten findet man schnell Unterstützung. Das ist wichtig, denn professionelle Hilfe kann den Unterschied machen, wenn man sich über längere Zeit schlecht fühlt. Ein weiterer Weg, mit Traurigkeit umzugehen, ist Kreativität. Viele Menschen in Deutschland malen, schreiben, machen Musik oder arbeiten im Garten. Solche Aktivitäten lenken ab und geben ein Gefühl von Sinn. Es geht nicht darum, etwas Perfektes zu schaffen. Der Prozess selbst ist wertvoll. Natürlich ist auch das Thema Ernährung nicht zu unterschätzen. Wenn man traurig ist, vergisst man oft zu essen oder hat keinen Appetit. Doch regelmäßige Mahlzeiten geben Energie. In Deutschland achten viele Menschen auf eine ausgewogene Ernährung. Auch wenn es nur ein kleines Frühstück oder eine warme Suppe am Abend ist. Manchmal hilft es auch, sich mit einfachen Dingen zu beschäftigen, die einem Freude machen. Das kann ein Lieblingsfilm sein, ein gutes Buch oder ein leckeres Essen. In Deutschland verbringen viele Menschen einen ruhigen Abend mit einem Film oder einer Serie. Auch das Kochen oder Backen kann dabei helfen, den Fokus auf etwas Positives zu lenken. Etwas mit den eigenen Händen zu tun, beruhigt oft die Gedanken. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Schlaf. Wer traurig ist, schläft oft schlecht. Entweder man schläft zu viel oder zu wenig. In Deutschland achten viele darauf, abends eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Das bedeutet, kein Handy im Bett, kein Kaffee am späten Nachmittag und vielleicht ein kurzer Spaziergang vor dem Schlafengehen. Eine gute Schlafroutine ist wie ein Schutz für die Seele. Nicht zu vergessen ist die Natur. Viele Deutsche lieben es, in der Natur zu sein, egal ob im Wald, am See oder in den Bergen. Auch wenn man nicht sportlich ist, tut ein kleiner Ausflug gut. Die Bewegung, die frische Luft und das Gefühl, draußen zu sein, helfen, sich mit der Welt zu verbinden. Manche sagen, dass sie sich nach einem Spaziergang in der Natur klarer und ruhiger fühlen. Außerdem hilft es, den eigenen Medienkonsum zu beobachten. Wenn man traurig ist, neigt man dazu, stundenlang auf dem Handy zu scrollen.
Doch das kann die Stimmung verschlechtern. In Deutschland gibt es viele Menschen, die bewusst digitale Pausen machen, also Zeiten, in denen sie das Handy ausschalten oder soziale Medien vermeiden. Stattdessen greifen sie zu einem Buch oder machen Musik an, die gut tut. Ein weiterer Tipp ist Bewegung. Auch wenn man sich nicht nach Sport fühlt, ein bisschen Bewegung ist besser als gar nichts. In Deutschland machen viele Menschen Yoga, Pilates oder einfache Dehnübungen zu Hause. Es geht nicht um Leistung, sondern darum, den eigenen Körper zu spüren. Bewegung bringt neue Energie und kann helfen, die negativen Gedanken zu unterbrechen. Auch das Sprechen mit sich selbst, innerlich oder laut, kann heilsam sein. In Deutschland ist es nicht unüblich, sich kleine Erinnerungen zu sagen wie „Das geht vorbei" oder „Ich darf mich heute schwach fühlen". Solche inneren Sätze geben Halt. Manche schreiben sie sich auf einen Zettel und kleben sie an den Spiegel oder den Kühlschrank. Natürlich gibt es kein Rezept, das für alle funktioniert. Jeder Mensch ist anders. Doch wichtig ist, nicht in der Traurigkeit stecken zu bleiben. Kleine Schritte helfen oft mehr als große Pläne. In Deutschland ist es üblich, sich in kleinen Etappen zu organisieren. Ein Ziel nach dem anderen. So kann man sich langsam aus einem emotionalen Tief herausarbeiten. Ein weiterer Weg, mit Traurigkeit umzugehen, ist das kreative Arbeiten. In Deutschland gibt es viele Menschen, die malen, zeichnen, schreiben oder musizieren, wenn sie sich schlecht fühlen. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Ausdruck. Kreativität ist ein Kanal, durch den Gefühle fließen können. Manche führen ein Tagebuch, andere schreiben Gedichte oder einfach Gedanken auf. Es hilft, die eigenen Emotionen zu benennen. In der deutschen Sprache gibt es viele Wörter für Gefühle. Nicht nur traurig, sondern auch niedergeschlagen, enttäuscht, einsam, überfordert. Wenn man genauer sagt, was man fühlt, kann man besser verstehen, was einem fehlt. Und dieses Verständnis ist oft der erste Schritt zur Veränderung. Auch soziale Kontakte spielen eine große Rolle. In Deutschland ist es zwar normal, dass man anderen viel Raum gibt und nicht immer sofort nachfragt, aber echte Freundschaften bedeuten auch, sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn man sich traut, einem Freund oder einer Freundin zu sagen, ich fühle mich heute nicht gut, ist das oft der Beginn eines ehrlichen Gesprächs. Natürlich fällt es vielen schwer, über Gefühle zu sprechen, besonders in Kulturen, in denen Zurückhaltung als Stärke gilt. Aber in den letzten Jahren wird es in Deutschland immer üblicher, offen mit psychischer Gesundheit umzugehen. Es gibt Podcasts, Bücher und Gruppen, die genau dieses Thema behandeln. Viele Menschen erkennen, Traurigkeit ist nichts, wofür man sich schämen muss. Manchmal braucht man professionelle Hilfe. In Deutschland gibt es Psychologen, Therapeuten und Beratungsstellen, die Menschen in schwierigen Phasen unterstützen. Leider sind die Wartezeiten oft lang, besonders in großen Städten. Aber es lohnt sich, einen Platz zu suchen oder sich wenigstens einmal beraten zu lassen. Auch Online-Angebote oder Telefonseelsorge können erste Schritte sein. Wichtig ist auch, sich selbst nicht zu verurteilen. Viele Menschen denken, ich sollte nicht traurig sein oder ich muss stark sein. Doch Gefühle lassen sich nicht kontrollieren. In Deutschland sprechen Psychologen oft von Selbstmitgefühl, also der Fähigkeit, freundlich mit sich selbst umzugehen. Das ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen von innerer Stärke. Traurigkeit ist ein Teil des Lebens. Jeder Mensch erlebt sie. In Deutschland gibt es ein bekanntes Sprichwort: Nach Regen kommt Sonnenschein. Es erinnert daran, dass dunkle Zeiten vorübergehen, auch wenn sie sich im Moment endlos anfühlen. Und manchmal ist es genau diese Erfahrung, die uns wachsen lässt. Manche Menschen finden in der Natur Trost. In Deutschland gibt es viele Wälder, Parks, Seen und Berge und viele nutzen diese Orte, um zur Ruhe zu kommen. Ein Spaziergang im Wald, das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel, all das wirkt beruhigend auf den Geist. Man spricht in Deutschland sogar von Waldbaden, also einem bewussten Aufenthalt im Wald, um Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Auch Bewegung hilft vielen. Es muss kein intensives Training sein. Schon ein kurzer Spaziergang, Fahrradfahren oder ein paar Yoga-Übungen können das emotionale Gleichgewicht verbessern. Körper und Seele sind verbunden. Wenn man sich bewegt, verändert sich oft auch die Stimmung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Alltag. Kleine Routinen geben Struktur und Sicherheit. Wenn man traurig ist, fällt es oft schwer, aufzustehen, zu essen oder Dinge zu erledigen. Aber gerade dann helfen feste Zeiten, zum Beispiel für das Frühstück,
einen Spaziergang oder das Zubettgehen. In Deutschland wird viel Wert auf Tagesstruktur gelegt, vor allem in der psychologischen Unterstützung. Sie hilft, den Tag nicht als überwältigend, sondern als machbar zu erleben. Auch Musik spielt eine große Rolle. Viele hören in traurigen Momenten ruhige oder melancholische Lieder, um sich verstanden zu fühlen. Andere bevorzugen fröhliche Musik, um sich abzulenken oder aufzumuntern. In Deutschland ist beides akzeptiert. Wichtig ist, dass die Musik zur eigenen Stimmung passt. Manche Menschen ziehen sich zurück, wenn sie traurig sind, andere suchen Gesellschaft. In Deutschland ist beides okay. Es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Was brauche ich gerade? Ruhe? Nähe? Ein offenes Gespräch? Oder einfach nur jemanden, der da ist, ohne viel zu sagen? Auch Tiere können helfen. Wer ein Haustier hat, kennt das Gefühl. Ein Tier bewertet nicht, stellt keine Fragen, aber ist trotzdem da. In vielen deutschen Familien sind Hunde, Katzen oder andere Haustiere ein wichtiger Teil des Lebens. Sie geben Struktur, Nähe und oft auch einen Grund, morgens aufzustehen. Wenn man das Gefühl hat, dass die Traurigkeit bleibt und immer stärker wird, sollte man sie ernst nehmen. In Deutschland gibt es das Bewusstsein, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, es zeigt Mut. In vielen Städten in Deutschland gibt es psychologische Beratungsstellen, offene Sprechstunden oder Telefonangebote wie die Telefonseelsorge. Diese Dienste sind anonym und kostenlos. Man kann dort einfach anrufen und mit jemandem sprechen, der zuhört und versteht. Es ist ein erster Schritt, wenn man nicht mehr weiter weiß oder niemanden im eigenen Umfeld hat, mit dem man sprechen kann. Auch in Schulen, Universitäten oder bei der Arbeit gibt es oft Angebote. In Deutschland ist es immer mehr akzeptiert, über Gefühle zu sprechen, und es gibt viele Programme zur Unterstützung. Arbeitgeber bieten manchmal sogenannte Employee Assistance Program an, vertrauliche Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was auch helfen kann: Schreiben, ein Tagebuch führen, Gedanken auf Papier bringen. Man muss nicht gut schreiben können. Wichtig ist nur, dass man ehrlich ist. In Deutschland wird das Schreiben oft als Teil der Therapie genutzt. Es hilft, Klarheit zu gewinnen, Gefühle zu sortieren und sich selbst besser zu verstehen. Und manchmal, wenn Worte nicht reichen, kann Kreativität ein Weg sein. Malen, basteln, Musik machen oder einfach nur etwas mit den Händen tun. Etwas erschaffen, das vorher nicht da war. Das ist ein starkes Gefühl. Es zeigt, dass man etwas bewirken kann, auch wenn man sich gerade klein fühlt. Wichtig ist auch der Blick nach vorn. Traurigkeit ist ein Teil des Lebens. Jeder Mensch fühlt sich manchmal traurig. Das ist normal. In Deutschland sagt man oft, nach Regen kommt Sonnenschein. Oder es ist okay, nicht okay zu sein. Solche Sätze helfen, sich daran zu erinnern, dass schwere Zeiten vorübergehen. Und wenn man das Gefühl hat, es wird nie besser, dann sollte man sich daran erinnern, man ist nicht allein. Hilfe ist da. Man darf sich trauen, sie anzunehmen. Jeder Mensch ist anders. Was dem einen hilft, muss nicht auch für den anderen funktionieren. Aber es gibt viele Möglichkeiten, mit Traurigkeit umzugehen. Wichtig ist, sich selbst ernst zu nehmen, sich Zeit zu geben und kleine Schritte zu machen. Schritt für Schritt, Tag für Tag.